Hallo zusammen! Heute koche ich so richtig leckere Blätterteigtaschen, gefüllt mit Linsen, Oliven, getrockneten Tomaten etc. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Die eingeweichten braunen Linsen koche ich zuallererst in einem großen Topf Wasser mit Salz. Wenn sie fertig gekocht sind, gebe ich sie durch ein Sieb und lasse sie abtropfen. Um die Zubereitungszeit von diesem Rezept zu verkürzen, könnt ihr auch braune Linsen aus dem Glas verwenden. Auch schneller geht's mit roten Linsen, die müssen nicht eingeweicht werden und haben auch eine schnellere Kochzeit. Allerdings sind die etwas mehliger und haben weniger Biss als die braunen Linsen. Während die Linsen kochen, bereite ich die anderen Zutaten vor. Ich hacke die Kräuterseitlinge in ganz kleine Stücke. Dann erhitze ich in einer Pfanne etwas Olivenöl. Darin brate ich dann die Zwiebelstreifen und die gehackten Kräuterseitlinge. Nach etwa 4 Minuten, wenn die Zwiebeln und die Pilze etwas Farbe bekommen haben, nehme ich die Pfanne vom Herd und gebe den Inhalt in eine große Schüssel. Dann kommen die restlichen Zutaten mit in die Schüssel, die ich bereits vorbereitet habe. Fein gehackter Knoblauch, fein gemahlene Gerstenflocken, alternativ könnt ihr auch Haferflocken verwenden, gehackte, getrocknete Tomaten, Thymian, Rosmarin und grüne Oliven, dann noch Tamari, Balsamico Bianco, geröstete Cashewkerne und die Hälfte der abgetropften Linsen. Die andere Hälfte zusammen mit der Mandelschlagcreme in einen Mixer geben. Während 30 Sekunden glatt pürieren. Ihr könnt alternativ zur Mandelschlagcreme auch eine flüssig-cremige Mandelsahne verwenden oder auch Hafer-, Soja- oder Reissahne. Die pürierte Masse zu den restlichen Zutaten in die Schüssel geben, die gehackte Petersilie dazu und alles gut vermengen. Das ist jetzt die richtige Stelle, um nochmal mit Salz und Pfeffer abzuschmecken und dann die Masse 10 Minuten ziehen lassen, damit die Aromen sich gut verbinden können und die Masse durchziehen kann. Was für eine Form eure Blätterteigtaschen annehmen, das könnt ihr natürlich ganz frei selber entscheiden. Wir haben uns entschieden für längliche Taschen. Dafür haben wir den Blätterteig in 6 Bahnen geschnitten. Jede Bahn ist ungefähr 6,5 cm breit. Wichtig ist, dass ihr auf den Seiten ungefähr 1 cm frei lasst, damit ihr die Taschen gut verschließen könnt. Bevor ihr die Taschen zuklappt, die Ränder noch mit Wasser einpinseln und vielleicht auf der oberen Hälfte Schlitze einschneiden oder ihr könnt es auch nach dem Zuklappen machen. Wenn die Taschen dann zugeklappt sind, eben vielleicht nochmal einschneiden, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und die Ränder andrücken mit einer Gabel. Die Taschen auf ein Backpapier legen und dann mit etwas Sesam bestreuen. Und dann ab in den vorgeheizten Ofen für 25 Minuten. Zu den Linsentaschen passt wunderbar ein selbstgemachter veganer saure Sahne-Dip. Wie ihr diesen zubereiten könnt, das findet ihr raus, indem ihr hier unten in der Infobox auf den Rezeptlink klickt. Probiert's aus und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!